Rund ums Tiny House ist der Frühling in vollem Gange. Alles ist grün und der Garten steht in den Startlöchern. Einiges gibt's da aber noch zu tun. Die To-Do-Liste nimmt kein Ende, aber nicht nur Arbeit kommt mit dem Frühling, sondern auch Genuss. Es ist einfach das schönste Gefühl fürs Frühstück, was aus dem eigenen Garten zu ernten. Heute gibt es Holunderblüten-Pfannkuchen und ich liebe Holunderblüten. Die sehen so schön aus und es ist so ein wundervolles Gewächs und es ist schade, dass es nicht das ganze Jahr blüht, aber das macht es so auch besonders. Mittlerweile weiß ich ganz genau, was zu welcher Jahreszeit am Tiny House blüht und das macht richtig Spaß, sich da langsam ein bisschen auszukennen, nachdem ich im ersten Jahr noch immer alles verpasst habe. Letztes Jahr im zweiten Gartenjahr lief es dann schon einfacher von der Hand und ich bin schon gespannt auf das, was ich dieses Jahr dazu lernen werde. Das riecht so gut. Es war ein bisschen schwierig, durch das Filmen das Timing so im Blick zu halten. Deswegen ist teilweise ein bisschen verbrannt und sieht optisch nicht so schön aus. Aber wow. Voll krass, sowas hatte ich noch nie. Diese Tomate ist einfach umgefallen. Es ist zum Glück nichts passiert. Ich versuche die mal hier zu retten. Auch ein bisschen ausgeizen schadet nicht. Das ist so krass, wie schnell diese Triebe hier wieder nachschießen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, egal wie groß wir dieses Gewächshaus gebaut hätten, es wäre zu klein gewesen. Und so ist auch dieses Jahr irgendwie der Platz überraschend schnell weg gewesen. Und dann sind immer noch mehr Pflanzen aufgetaucht, die auch noch hier rein sollten. Wie jedes Jahr dachte ich schon dreimal, dass ich jetzt mit den Pflanzen im Gewächshaus fertig bin. Aber es kommt immer noch was Neues. Hier habe ich jetzt 2 Luffergurken geschenkt bekommen. Ich finde das richtig cool. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man diese Lufferschwämme auch selber machen kann. Also das sind diese natürlichen Schwämme. Ich hatte auch schon mal so einen und fand den echt cool. Also kann man zum Abwaschen benutzen oder für die Haut. Und vielleicht kann ich jetzt solche Schwämme selber anbauen. Mal gucken. Die Erde an der Stelle ist nicht so der Bringer, deswegen habe ich ein bisschen Kompost geholt, das da reinkommt, damit die Pflanze hier ein schönes Zuhause bekommt. Die zweite Luffergurke muss jetzt leider hier in diesen Topf, weil die ranken halt auch noch. Und ich habe halt hier schon Gurken, die wahrscheinlich ranken werden. Deswegen habe ich die in den Topf, damit die jetzt auf jeden Fall am Anfang hier im Gewächshaus mitstehen kann, weil die auch einfach ein bisschen Wärme braucht. Aber wenn es dann auch einfach draußen beständig wärmer ist, dann kommt die raus und dann kann ich der da draußen auch noch ein Rankgestell oder irgendwas dann bauen. Also auf diese Luffergurkenschwämme bin ich jetzt wirklich mit am meisten gespannt, ob das was wird. Auch diese Setzlinge sind bei ganz lieben Leiheltern groß geworden und die durfte ich jetzt adoptieren. Das sind Ringelblumen und das kommt mir eigentlich ganz gelegen, weil ich hatte hier die letzten Jahre immer Sonnenblumen in der Rabatte. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich ein offizielles Wort ist, aber angeblich nennt man das hier so. Also dieser Kasten, der hier direkt am Haus ist. Und die Sonnenblumen sahen sehr, sehr schön aus, wirklich. Aber die haben so viel Pflege gebraucht. Die waren wirklich sehr unselbstständig. Deswegen hoffe ich, diese wilden Ringelblumen sind jetzt ein besserer Deal. Und man kann aus Ringelblumen auch Tee machen. Das würde ich voll gerne mal ausprobieren. Deswegen doppelt cool. Ich habe gerade zum ersten Mal hier eine Maus gesehen. Die ist gerade hier hinter geflüchtet. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Mäusezuhause sein könnte, weil das hier so ein bisschen aufgebuddelt ist.
Ich habe hier ums Haus schon die verschiedensten Tiere gesehen, aber noch nie so eine richtig klassische Maus. Und deswegen, erst war ich vorhin so ein bisschen, eine Maus, aber dann fand ich sie eigentlich mega süß. Was ich nur ein bisschen vermisse, sind unsere Siebenschläfer. Die sind normal um die Jahreszeit, sind die hier immer schon rumgetanzt. Ich war immer voll stolz, dass wir hier auf dem Grundstück so viele Siebenschläfer hatten, weil die ja unter Naturschutz stehen, weil es davon einfach nicht mehr so viele gibt. Aber dieses Jahr sind sie entweder noch nicht aufgewacht aus dem Winterschlaf, kann aber eigentlich nicht sein, oder umgesiedelt, keine Ahnung. Ich freue mich daher, dass es Menschen gibt, die sich um genau diese Probleme unserer Zeit kümmern, Biodiversität auf unserem Planeten schützen und damit ein stabiles Ökosystem für uns alle zu bewahren. Das Team hinter Planet Wild tut genau das. Sie bieten Crowdfunding für die Natur an. Durch die monatlichen Beiträge ihrer Mitglieder finanzieren sie Naturschutzprojekte auf der ganzen Welt. Als Mitglied zahlt man einen monatlichen Beitrag, das muss nicht viel sein, bei mir sind das 6 €. Planet Wild ist da sehr transparent, 91% der Beiträge gehen direkt in die Naturschutzprojekte und lediglich 9% gehen für die Servicegebühren ab. Jeden Monat bekomme ich dann ein Video, in dem zu sehen ist, was mit meinen und den Beiträgen der Community in der Natur bewegt worden ist. Dadurch, dass das Tiny House so nah an der Natur ist, sehe ich hier täglich die verschiedensten Lebewesen, die alle hier am Waldrand ihren Lebensraum haben. Daher sind mir ausreichend Flächen für Tiere und Pflanzen sehr wichtig. Planet Wild baut zum Beispiel Insektenautobahnen, indem sie Stromtrassen renaturieren. Dafür nutzen sie die Flächen, die für Stromleitungen von den Menschen leider zerstört wurden und verwandeln diese kargen Flächen wieder in blühende Wiesen. Wenn ihr wissen wollt, was Planet Wild vor Ort bewirkt, schau gerne in den Link in der Infobox vorbei. Noch einfacher geht es hier über den QR-Code. Wenn auch du einen positiven Beitrag zum Naturschutz leisten möchtest, mache ich es dir besonders einfach, denn mit meinem Code ROSA5 bekommst du den ersten Monat Mitgliedschaft von mir geschenkt. Alle Links findest du in der Infobox. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust. Hier in diesem Beet sind hinten schon 3 Tomaten und das sind auch 2 Kartoffeln noch von letztem Jahr. Da soll jetzt noch neue Erde rein, ein bisschen Mist vielleicht, ja, und ein bisschen auffüllen, das Hochbeet, weil das sackt wirklich jedes Jahr ein bisschen nach unten. Wir haben 2 wunderschöne Kürbisse geschenkt bekommen und das trifft sich recht gut, weil so ganz klar war noch nicht, was ich in das Hochbeet noch pflanzen möchte. Eigentlich dachte ich Bohnen, aber jetzt hat sich das gefügt mit diesen wunderschönen Kürbissen, deshalb kommen die jetzt hier rein. An sich bin ich ganz zufrieden, wie der Garten jetzt aktuell ist. Bloß es stört mich ein bisschen, dass nicht alles so 100% Sinn macht. Also zum Beispiel sind da ja 3 Tomaten in dem Hochbeet, was halt irgendwie nicht so viel Sinn macht. Im ersten Gartenjahr hatten wir auch Tomaten im Hochbeet, aber die werden ja riesig. Also du kommst halt dann fast nicht hin. Aber hat sich halt so ergeben und keine Ahnung. Sehr gerne hätte ich ein solarbetriebenes Tröpfchenbewässerungssystem fürs Gewächshaus. Falls da jemand einen Tipp hat, freue ich mich sehr, weil ich bin ein bisschen überfordert mit der Auswahl. Jascha hat eine mega krasse Kette letztens gemacht, also einen Kettenanhänger. Ich habe mit diesem Handbohrer ganz viele kleine Löcher da reingebohrt mit der Größe von 0,5 mm und habe die dann mit Silberdraht aufgefüllt. Wie lange hat das gedauert? Also für den einen Anhänger habe ich insgesamt so 4 bis 5 Stunden gebraucht. Bohrer wird hier angeschlossen. Also es ist noch ein Prototyp. Ich weiß auch nicht, ob die Kette die richtige dafür ist, aber ich mag's. Ich habe auch noch für was ganz Edles noch ein Stück Goldrad gekauft.
Aber das wird dann sehr teuer, weil das kleine Stück Draht hier hat schon 25 € gekostet. Was? Ja, na, du hast es gekauft. Ja, ich habe es bezahlt. Ich habe nicht geguckt, was das ist. Die Gartenarbeit ist für mich Fluch und Segen. Gewisse Dinge machen Spaß, aber nervig ist, dass man manche Sachen einfach ständig machen muss. Zum Beispiel den Grünschnitt wegräumen. Ich wüsste wirklich gern, wie viele Schubkarren ich in den letzten 2 Jahren da schon umhergeschoben habe. Und es werden bestimmt auch nicht die letzten Schubkarren sein. Man rechnet überhaupt nicht damit, weil man so lange durch den dunklen Wald läuft. Aber hier ist einfach noch volle Sonne. Letztes Mal, als ich hier war, war alles voller Schnee und der See war sogar komplett zugefroren. Und ich liebe das ja total, wenn man Orte so an den verschiedenen Jahreszeiten besucht und dann so diese Veränderungen irgendwie wahrnehmen kann. Ich bin halt auch voll gerne so eine Wiederholungstäterin. Also ich komme gerne zu denselben Orten und ich tue auch gerne Dinge wiederholt. Also ich reg mich so ein bisschen auf mit der Gartenarbeit, dass das halt jedes Jahr dasselbe ist. Man muss jedes Jahr zu jeder Jahreszeit dieselben Sachen machen. Aber auf der anderen Seite mag ich das auch total, halt einfach so Prozesse zu perfektionieren, dass man da jedes Jahr was Neues dazu lernt und in jedem Durchlauf da irgendwie noch was verbessern kann, damit es effizienter wird. Und dieser ganze Lernprozess, das mag ich irgendwie total. Ich versuche jetzt mal, bevor es dämmert, schnell den Ausgang wieder zu finden. Falls du dich für Planet Wild interessierst, vergiss nicht in der Infobox vorbeizuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video.